Hallo, guten Abend, ihr Lieben. Ich hoffe, es funktioniert. Ich bin noch im Wochenendmodus und ich glaube, meine Technik ist auch noch so ein kleines bisschen im Wochenendmodus, aber ich denke so von dem her, was ich jetzt gerade sehe, dass es funktioniert haben sollte, zumindest den Stream zu starten. Eure Kommentare flattern der Reihe nach rein. Hallo, guten Abend, ihr Lieben. Wie war eure Woche? Wie war euer Wochenende? Ich hoffe gut. Natürlich wie immer zu kurz, zumindest hier bei uns. Wir hatten eigentlich ein super Wochenende, haben wirklich das Sommerwetter nochmal genossen, haben aber Freitag, Samstag, Sonntag Leute getroffen und deshalb bin ich heute Abend eigentlich so ein bisschen platt. Ich habe mir vorhin so ganz kurz gedacht, so, ja, danke Veronika, ich sehe es auch gerade. Eure Kommentare über YouTube kommen doppelt rein. Ich glaube, jetzt sollte es hoffentlich passen. Da war ein Fenster zu viel offen. Ha! Hoffentlich gelöst. Können wir gleich nochmal testen. Veronika, du darfst direkt nochmal was schreiben mit, und damit wir gucken können, ob es immer noch so ist oder ob es jetzt in Ordnung ist. Ja, schauen wir mal. Ja, doch, sieht gut aus. Hallo Maika, guten Abend. Hallo Tanja, hallo Petra, hallo ihr Lieben. So schön, dass ihr euch Zeit nehmt am Sonntagabend zum Ausklang der Woche. Ich verspreche, ich mache es heute auch nicht so lang. Ich mache es heute kürzer. Ich wollte aber einmal zeigen, woran ich arbeite. Ich habe hier schon das Projekt direkt neben mir liegen. Und was ich mir noch so dazu überlegt habe, die Clubbies kennen das Projekt als solches schon, aber ich habe mir noch so ein paar Gedanken dazu gemacht und ihr dürft natürlich alle gerne heute wieder Wünsche äußern, weil es ein Projekt ist, das dafür prädestiniert ist, glaube ich, dass man sich da noch was überlegt und dass man da noch was dazu macht. Ich dachte, ich zeige es euch einfach mal, hör mal, ob euch was einfällt. Ich habe das Material nochmal mitgebracht, das ich jetzt hier benutzt habe, um da auch ganz kurz was dazu zu sagen. Und auch zu meiner speziellen Idee, weil ich für die spezielle Idee natürlich mal wieder Spezialmaterial am Start habe. Ja, ansonsten, wie immer, wäre ich mit dem ganzen Projekt eigentlich gerne schon weiter, aber es war eigentlich eine ganz spannende Woche, weil ich diese Woche mit meinem Laser hantiert habe. Da gibt es noch nicht so viel, was ich zeigen kann, weil zwischendurch auch Sachen nicht geklappt haben. Hier hinter mir, hier, hinter mir liegen Teile, die ich gelasert habe, aber da erzähle ich euch irgendwann mal einen Schwank dazu, wenn ich ein Stück weiter noch damit bin. Also ich brauche da noch so ein bisschen Zeit, aber das hat auch letzte Woche schon einiges von meiner Zeit gefressen und deshalb bin ich ganz froh, dass ich mit dem Projekt hier so weit bin, wie ich bin. Ich würde sagen, meine Lieben, ich sage noch mal ganz kurz Hallo, Andrea und Anja und Petra und Iris und Heidi und Ulrike. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Wir schalten einfach einmal um. Ich zeige euch ganz kurz das Projekt. Das Coole an dem Projekt, ne? Nach dem Projekt, das es zuletzt gab, hier hinter mir, der Sternbogen, der ja ultra aufwendig ist, mache ich was Einfaches. Petra schreibt gerade, Stimme und Bild passen nicht. Okay, gut, danke Veronika. Ich bin beruhigt, wenn es bei YouTube zumindest funktioniert. Jetzt war ich schon wieder kurz panisch. Petra, zur Not bitte rüberhüpfen zu YouTube. Jetzt kann ich meinem Mann wieder eine schwierige Aufgabe stellen, der eigentlich auch da sein müsste. Florian, du kannst vielleicht mal bei Facebook noch den Link zu dem YouTube-Stream reinpacken, wenn du das so auf die Schnelle hinbekommst. So viel der Vorrede. Ja, er ist da. Sehr gut. Winke, winke, lieber Ehemann. Ich schalte euch jetzt direkt mal um zu dem Kugelprojekt. Hier sind sie schon. Eigentlich vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn ich sie euch so einmal zeige. Dann kriegt man vielleicht ein bisschen besser ein Gefühl für die Größe. Ja, ich weiß, es war noch ultra sommerlich, aber ich habe trotzdem Christbaumkugeln gebastelt, weil es einfach jetzt sehr, sehr viel schneller Weihnachten wird, als jedem von uns lieb ist wahrscheinlich, wie jedes Jahr. Ich weiß, es ist erst Mitte September, aber das geht jetzt verdammt schnell. Und ich habe noch einen Hintergedanken dabei, und zwar ist der Hintergedanke dabei dass ich mir gedacht habe, wir könnten das dieses Jahr als Adventskalender verwenden. Ich habe so lange mit mir gehadert, was ich dieses Jahr für einen Adventskalender basteln will. Und es gab nichts, wo ich sofort auf Anhieb gesagt habe, boah ja, genau der ist es, genau das will ich machen. Und dann bin ich irgendwie über diese Kugelgeschichte gestolpert und dachte, das ist eigentlich ganz cool. Vorwiegend eigentlich ursprünglich als Deko entwickelt. Das ultra Gute an denen ist, die sind komplett klebefrei. Die werden einfach nur gesteckt. Das sind 13 Teile und alles wird nur ineinander eingehängt, ineinander eingeklickt, ineinander reingesteckt. Kein Kleber. Null Kleber. Das gibt es bei mir nicht so häufig. Und dafür, dass man dann am Ende trotzdem so ein 3D-Projekt in Händen hält, finde ich das ehrlich gesagt gleich doppelt und dreifach cool, dass es eben klebefrei funktioniert. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, aber ich persönlich bin darüber sehr happy. Ich habe auch eine ganze Weile wieder daran konstruiert, weil ich jetzt nicht einfach nur hier irgendwo lose rausstehende Laschen haben wollte,
sondern ich wollte schon, dass es irgendwie einen möglichst runden, geschlossenen Gesamteindruck macht und das hat schon wieder einiges an Mühe gekostet, weil dieser obere Teil hier, der rot ist und hier unten der untere Teil, das sind getrennte Teile von diesem Streifen hier in der Mitte. Genau, ich lese schon die Petra, beleuchtet. Petra, kommen wir gleich dazu. Ich konnte nicht widerstehen und ich wusste natürlich, dass ihr euch das wünscht oder ich habe vermutet, dass der Wunsch nach Beleuchtung aufkommen könnte. Ich wollte nur ganz kurz zeigen, dass man hier auch was reinstecken kann und zwar kann man hier diese Kugel, die ist nur gesteckt, wie gesagt, relativ einfach öffnen. Dann hat man sie hier offen und kann da entsprechend auch eine Kleinigkeit innen reinpacken und kann das Ganze dann einfach wieder verschließen, indem man diese 2 Laschen einsteckt. So. Und fertig. Ja, ist leichter als das Aufsetzen von manchem Deckel. Also ist wirklich simpel. Aber man sieht es halt von der Größe her, wie gesagt, der Gesamtdurchmesser von dieser äußeren Trägerform ist 8 cm. Ulrike, ich frage gerade, ich lese gerade eine Frage, kann man das Papier durch transparent Papier austauschen? Ich würde sagen, ja. Zeige ich jetzt auch gleich eine Variante. Ich habe nämlich natürlich, wie gesagt, vermutet, dass ihr sagt, ja, Beleuchtung wäre doch eigentlich ganz schick. Das heißt, ich habe natürlich im Vorfeld schon an der Beleuchtung gearbeitet. Das war nicht so lustig, wie ich mir es vorgestellt habe. Zumindest bis ich mir ein vernünftiges Konzept überlegt hatte. Aber ich zeige es jetzt einfach gleich nochmal. Ja, genau. Christina und Schnörkel. Genau so muss es sein. Schnörkel und Beleuchtung. Genau, Maika sagt schon, 24 Stück in den Adventskalender. Da hätte ich auch noch eigentlich eine Frage an euch. Ich hatte auch so beim Club schon mal gefragt, aber ich habe noch nicht so unfassbar viele Antworten bekommen. Das erste, was mir dazu eingefallen ist, sind nochmal unterschiedliche Größen. Weil wenn man jetzt wirklich 24 Stück davon bastelt, ich zeige auch gleich nochmal, in welcher Kombination ich das ganz cool finden würde, dann finde ich das immer ganz schön, wenn man ein bisschen variieren kann. Also wenn es nicht 24 Mal vom Aussehen her genau die gleiche Kugel ist, sondern wenn man ein bisschen unterschiedliche Größen hat, kleinere, größere. Und ich habe das natürlich, ihr kennt mich, nicht einfach nur skaliert von hier zu hier, sondern ich habe diese Steckschlitze, die man hier drinnen in diesem ganzen Konstrukt hat, immer auf diese veränderte Größe dann auch mit angepasst, weil wenn ich dieses Projekt, so wie es ist, jetzt einfach nur auf 75% schrumpfe, dann würden ja auch alle Schlitze, Öffnungen, die ich hier vorgesehen habe für eine gewisse Materialstärke, zwangsläufig mitschrumpfen. Und das ist überhaupt keine so schöne Sache, weil dann passt alles nicht mehr so gut, dann klemmt es irgendwie mehr. Das heißt, das hier sind jetzt 6 cm im Durchmesser und das ist, finde ich, auch noch eine ganz schöne Größe. Also ist das eine. Ich habe es jetzt einmal kleiner gemacht. Ich würde auch sagen, nochmal quasi in die andere Richtung 2 cm, 10 cm Durchmesser statt 8, wären auch noch was ich jetzt für mich auf dem Zettel hätte. Ne? So, also, das ist das Projekt, wie ich es schon vorbereitet habe. Diese Basiskugel wird für alle, die nicht im Club sind, am Donnerstag in den Shop wandern, weil wir am Donnerstag wieder unseren gemeinsamen Clubabend haben, wo wir entsprechend Kugeln basteln werden. Ich habe gedacht, wir machen uns diesmal mal ein entspanntes Projekt. Es ist wirklich super easy und man kann dann an einem Abend auch eine ganze Menge Kugeln durchrocken, wenn man möchte, weil die halt so schön leicht von der Hand gehen und weil man keine Stunde 30 Anleitungsvideo hat, sondern ich glaube so 8 Minuten, wenn ich es richtig im Kopf habe, ungefähr 8 Minuten. Okay, jetzt zeige ich euch das andere, woran ich gearbeitet habe und sage dann auch gleich noch was zum Material, für die das Materialthema interessiert. Und zwar ist jetzt schon hier das einmal auseinandergekugelt. Ich setze es gleich zusammen, dann habt ihr auch die Teile gleich einmal gesehen. Habe ich hier eine Variante, wo ich mir eben auch gedacht habe, ja, ihr kennt mich, Schnörkel gehen immer und wenn Weihnachten jetzt kommt, Beleuchtung geht natürlich auch immer und ich würde sagen, wir setzen die Beleuchtung mal ein. Hier seht ihr auch gleich, was es für eine Beleuchtung ist, die habe ich tatsächlich speziell dafür bestellt. Dieses kleine Lämpchen hat einen Durchmesser von 3 cm und ich wollte unbedingt was haben, wozu es eine Fernbedienung gibt. Das heißt, ich kann das mit Fernbedienung anschalten, ich kann theoretisch auch andere Farben einstellen. Das hier ist jetzt schon warmweiß, quasi gelb. Normales Weiß würde so aussehen, aber ich persönlich mag es eher warmweiß. Man kann es auch bunt machen, wenn man bunt mag, aber für mich war eigentlich nicht bunt wichtig, sondern für mich war wichtig, dass ich es an- und ausschalten kann. Und das sind die Lämpchen, die ich da jetzt eben gefunden habe. Ich habe die bei Amazon bestellt und wir stellen das Lämpchen jetzt einfach mal gemeinsam da rein. Ich verschließe das Ganze an der Seite. Ich habe hier innen drin auch so eine Zwischenebene gebaut, wo sich das Lämpchen genau mitten reinsetzt, damit man so eine Art Arretierung in der Mitte hat. Das ist relativ wichtig, wichtiger als man vielleicht denkt, weil dieses Lämpchen natürlich das Schwerste an der kompletten Kugel ist. Und wenn dieses Lämpchen nicht genau in der Mitte steht,
dann hat die Kugel beim Aufhängen immer Schlagseite in irgendeine Richtung. Deshalb habe ich auch wirklich viel Zeit damit verbracht in der Woche, mir hier was einfallen zu lassen für diese Arretierung mittendrin. Ja, jetzt könnte man sagen, hättest du es auch leicht machen können, einfach irgend so einen Ring mit doppelseitigem Klebeband da innen reingeklebt. Aber ihr kennt mich, ich habe jetzt hier ein komplett klebefreies Projekt entwickelt und ich wollte jetzt auch nicht, ich wollte nicht für dieses Lämpchen da innen drinne von dem klebefreien Konzept abweichen. Was die Seiten anbelangt, habe ich jetzt hier einfach eine Lage Transparentpapier und meine geschnittene Motivlage und die lege ich jetzt einfach übereinander, auch wieder Thema klebefrei, und stecke das Ganze einmal hier außen ein. So, schiebe das einfach hier in Position. Und wenn ich es jetzt zu sehr neige, wird mir meine LED in der Mitte rausfallen. Aber wartet mal, ich mache euch auch mal das Licht aus. Dann sieht man es noch ein bisschen schöner. Ne, so würde das jetzt aktuell aussehen. Mit der Beleuchtung drinne, komplett umlaufend. Und das Ergebnis finde ich halt schon ultra schick, wie gesagt, gerade in Kombination damit, dass es wirklich komplett klebefrei ist. Also so ein paar Kleinigkeiten will ich noch für mich ausprobieren, bevor das wirklich auch so weit ist, dass ich sage, jawohl, fertig. Und zwar will ich hier auch an diese Stecklaschen oben nochmal ran. Warte, ich mache euch ein Licht wieder an. Jetzt ist es auch wieder passiert, jetzt ist mir die LED hier unten wieder rausgefallen. Aber klar, normalerweise liegt das Teil auch nicht irgendwo rum, sondern man hängt es irgendwo auf. Und eigentlich hat es halt immer seine zwei Seiten. Es ist auch ganz schön, dass es so einfach aufgeht, weil man dadurch halt sehr leicht drankommt, um das Lämpchen auch auszutauschen. Ne? Aber ich will hier an der Stecklasche noch mal so ein bisschen rumprobieren, ob man nicht so eine Stecknase macht, die doch ein bisschen einrastet. Einfach, weil wir hier wieder einen Unterschied haben. Da kann ich vielleicht gerade 2 Sätze zum Warum sagen. Wenn ihr euch dieses Projekt anguckt, das ursprüngliche, haben wir ja hier komplett geschlossene Seiten. Und durch diese komplett geschlossenen Seiten sind diese Teile hier sehr stabil. Die haben einfach Eigenstabilität. Die haben nicht so den Hang da irgendwo nach unten zu rutschen. Im Gegenteil, das Papier hat ja selbst auch Spannung drauf und setzt sich eigentlich von selbst hier, ne, an die richtige Stelle. Und wenn ich jetzt wie hier ein Motivelement habe, bei dem ich ganz viel von dem ursprünglichen Material wegnehme, dann habe ich halt hier auch viel weniger Stabilität auf dem Teil. Deshalb möchte ich noch mal so ein kleines bisschen auch an den Stecklaschen rumhantieren. Wenn es euch interessiert, das könnt ihr mir gerade schreiben, kann ich euch auch mal meinen Werdegang zeigen, bis jetzt hier dieser kleine, schöne Einsatz in der Mitte fertig war. Ich habe nämlich hier neben mir einen Korb stehen mit gefühlt 100 Teilen, die Vorgänger dazu sind. Und wirklich, ne, wenn es einmal umkippt und irgendwo eine Seite rausfällt, ist es auch gar kein Problem. Man kann es einfach wieder zurückschieben und gut ist. Also ich persönlich finde das Ergebnis echt schön. Ich bin echt ein bisschen verliebt. Ich finde, das ist echt schön geworden. Einfach in Kombi mit dem unfassbar geringen Aufwand. Sabine fragt gerade, ich glaube, du beziehst dich jetzt auf die Variante mit dem Dekor, ob das bis Donnerstag im Shop ist. Ich werde es versuchen. Ich kann es nicht versprechen, aber ich werde es versuchen, weil ich eben, wie gesagt, noch so ein paar Sachen ausprobieren will. Hier oben die veränderten Stecklaschen. Ich zeige euch auch noch mal gerne, wie gesagt, hier innen drin, wie das ausschaut mit dieser alternativen Befestigung, mit dem Einsatz hier in der Mitte. Und was ich hier auch ganz gerne noch probieren will, ist, ich finde, für die unter euch, die auch gerne mit dem Plotter zeichnen, dieses Motiv schreit, hol den Giltstift raus, beziehungsweise den Vollquill, weil eigentlich sind das ja hier alles irgendwie gleich dicke Linien. Das heißt, ich würde eigentlich ganz gerne auch mal probieren, dieses Motiv da außen drauf noch mit einer Zeichnung zu versehen. Einfach um das Gold, was ich jetzt hier außen an meine Grundstruktur, an dem tragenden Einklickkonstrukt quasi dran habe, hier auf dieser weißen Seite auch nochmal aufzunehmen. Kann ich persönlich mir auch sehr gut vorstellen, dass sich das gut macht, wenn man das Gold hier nochmal aufnimmt. Okay, so, ich mache mal das zweite Licht auch wieder an und zeige euch einfach mal, nicht, dass ihr einfach auch versteht, dass ihr ein bisschen versteht, warum dauert das so lange, wenn die da nur so eine Kleinigkeit macht, wie einen Platz für ein Licht innen drinne zu schaffen. Ich mache das Licht wieder aus, dann blendet es euch nicht so sehr und zeige euch gerade nochmal diesen eingesteckten Zwischenbogen. So. Der Zwischenboden sitzt hier. Ihr seht, der hat in der Mitte einfach diese Vertiefung und man setzt es da rein. Der ist auch nicht geklebt, sondern der ist hier an diesen seitlichen Streben ebenfalls einfach eingesteckt, ne, damit wir hier bei dem klebefreien Zusammenbau bleiben können. Habe ich mir das so überlegt. Aber bis ich da war, das waren ein paar Anläufe. Ihr könnt jetzt einmal mit mir zusammen lachen. Also hier ist mein Korb mit all den Vorgängern.
die nicht so schön geklappt haben, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also hier zum Beispiel habe ich einmal so einen kompletten Aufstecksockel. Wundert euch nicht, dass es so schlimm aussieht. So sehen Prototypen bei mir einfach aus. Ja? Der hält aber nicht so gut und ist viel schwieriger einzubauen. Also der war nix. Dann hatte ich noch eine komplett andere Variante, nämlich, wartet, so, ich hoffe, die Kamera stellt euch das scharf. Hier hat quasi dieses seitliche Trägerelement so zusätzliche Nasen bekommen, die auch wieder dafür dienen, das Lämpchen in der Mitte zu arretieren. Die Idee dabei war, dass man dafür keine zusätzliche Form einsetzen muss, sondern dass man das einfach dann schon an diesem seitlichen Steg mit dranhängen hat. Hätte ich auch erstmal ganz elegant gefunden, aber auch damit gab es wieder ein Problem. Und zwar diese Bodenplatte hier unten. Diese Teile, die ist golden in dem Originalteil, das ich euch gerade gezeigt habe, ist diese Bodenplatte golden. Und die muss da dran vorbei an diesen Stecknasen. Und umso enger diese Stecknasen stehen, umso schwieriger und nerviger ist es, dieses untere Teil einzubauen, weil man da irgendwie dran vorbei muss, ohne dass man sich die äußere Struktur verbiegt. Also auch das war irgendwie suboptimal. Es geht zwar, es ging mit Geduld und ich habe davon natürlich immer X-Varianten getestet. Ne? Ich habe dann hier die seitlichen Stecknasen ein bisschen anders gemacht, ein bisschen höher gezogen, als dieses Teil noch mit verändert. Ich habe da ganz viele Kleinigkeiten wieder ausprobiert, weil ich es wirklich für euch, wie immer, so einfach und komfortabel wie möglich haben wollte. Es hat mich ein bisschen zur Weißglut getrieben. Hier noch so eine Version. Ist auch gleiche Grundidee. Wieder etwas anders geformt, aber nach langem Hin und Her bin ich am Ende wirklich da gelandet, dass hier so ein Einsatz doch ganz nett wäre. Das hier ist auch eine von den Einsatzvarianten, die ich euch da jetzt gerade zeige. Hier sitzt der Ring, der das Lämpchen arretiert, aber höher. Und jetzt kann man sagen, okay, ich bin da ein bisschen spleenig. Ihr seht das Problem jetzt im so eingebauten Zustand noch gar nicht. Das sieht man dann eigentlich erst, wenn man hier außenrum wieder Transparentpapier einsetzt. Das Problem an diesem hohen Ring war, wenn die Kugel etwas höher aufgehängt wird, dann wirft dieser Papierring hier unten einen Schatten auf das außen eingesetzte Transparentpapier. Das war also auch nichts, aber da war ich dann schon relativ nah an der Lösung dran. Heißt, ich habe hier dieses Element einfach in der fertigen Variante eine Kante tiefer eingesetzt und so zierlich gehalten wie möglich, aber so stabil wie nötig, dass es eben hier wirklich auch in der Mitte, warte, die Kamera stellt gerade nicht scharf, ich bin vielleicht zu nah, dass die wirklich die perfekte Positionierung sozusagen hat, um hier auch das Lämpchen schön sowohl zu halten, als auch eben nicht zu sehr zu stören, weil man will ja dieses Teil auch nicht als Schattenfall dann hier außen auf der Kugel sehen. Das ist ein bisschen das, was mich da eine ganze Weile umgetrieben hat. Ihr seht, das Ding ist ganz schön voll mit irgendwelchen Versuchen, die nichts waren. Hier ist noch so ein Versuch, den ich auch am Anfang von der Idee her gar nicht so schlecht fand, mit dem ich dann aber auch nicht so happy war. Und zwar habe ich hier in die Bodenplatte zusätzlich ein Loch gemacht und in diese seitlichen Streben auch nochmal Vertiefungen mit eingesetzt, um hier unten das Lämpchen einsetzen zu können. Aber, ich sage es nochmal, meine Idee war ja auch so ein bisschen, dass man sagt, ich kann das auch als Adventskalender benutzen. Und dann wollte ich natürlich auch wenn das vielleicht doof klingt, dass das Ding auch von innen hübsch aussieht. Hier seht ihr nochmal so eine Kombi, wo ich in der Mitte die Bodenplatte einfach geschwächt habe, indem ich ein Loch in die Mitte geschnitten habe. Dadurch wird das ganze Teil flexibler zum Einsetzen. Aber ja, langer Rede, kurzer Sinn, das was gewonnen hat, das was es nach x Versuchen geworden ist die Variante hier. Ulrike schreibt, ob ich den Lämpchenhersteller schon informiert habe, dass er die Dinger nachproduzieren muss. Nee, ich hoffe ehrlich gesagt darauf, dass es nicht nötig sein wird. Ich habe euch den Link zu den Lämpchen hier bei YouTube in die Beschreibung gepackt, aber auch bei Facebook. Wir spannen jetzt genau meinen Ehemann einfach nochmal ein. Florian, sei mal so gut, wenn du gerade da bist und hau bitte einfach den Link für die Lämpchen nochmal in die Kommentare. Bevor ihr aber auf Bestellen klickt, lasst uns auch noch ganz kurz über das Papier sprechen. Da sage ich auch gleich noch was dazu, für den Fall, dass ihr sagt, ihr braucht auch noch das passende Papier. Ich räume einmal ganz kurz auf, schmeiße meine ganzen Teile hier wieder zurück in den Korb. Jetzt, wo ihr die gesehen habt, gehen die dann nämlich auch irgendwann mal wieder in die Vernichtung. Ich brauche wieder Platz. So. Und ich hole euch einmal ganz kurz das Papier ran. Hier seht ihr nochmal die Lämpchen in der Packung, so mehr oder minder. So in etwa kommt es an, sind 10 Lämpchen mit 2 Fernbedienungen. Batterien sind da schon drin. Man muss aber, wenn man die das erste Mal benutzt, muss man das Lämpchen hier unten aufschrauben und dann liegt hier so eine
dann liegt hier so ein Schutzblättchen drin, das einfach dafür sorgt, dass die nicht vorher schon versehentlich laufen. Und dann schraubt man das Ganze wieder zu. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön, dass 2 Fernbedienungen dabei sind, weil wenn man halt doch jetzt nicht unbedingt einen Adventskalender bastelt, sondern so ein paar Dekolämpchen und die einfach verschenken will, dann kann man halt auch sich das in 2 Fünfer-Sets zum Beispiel teilen und kann sagen, hier, ich verschenke den einen Teil. So. Also wie gesagt, das hier ist die Geschichte mit Fernbedienung ist mit dabei. Das, was ich mich gerade frage, ist, glaube ich, das eine, was sie nicht können, ist ein Timer. Kann das sein? Das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Das müsstet ihr in der Amazon-Beschreibung bitte selber nochmal nachlesen. Das ist sonst was, wo ich auch Wert drauf lege. Aber hier für meine Adventskalender-Idee würde ich das auch so okay finden. Und zu der Adventskalender-Idee habe ich tatsächlich gleich noch was. Und zwar, wenn man jetzt wirklich sagt, ich mache damit einen Adventskalender. Bei mir war das in den letzten Jahren so, dass ich meistens einen Schoko-Adventskalender einfach hatte. Ich bin so ein Lindesser dann. Aber ich habe den auch die letzten Jahre dann manchmal gar nicht bis zum Ende aufgemacht und irgendwie alles nicht so dolle. Und bei der Kugel war jetzt die Idee eigentlich die, man kann hier in die Kugel auch so eine nette Kleinigkeit innen reinlegen, kann das aufhängen. Durch das Transparentpapier sieht man eigentlich auch nicht direkt, was da innen drin liegt sozusagen. Und dann kann man, wenn man seine Schokolade oder was auch immer da rausgenommen hat, stattdessen das Lämpchen reinstellen und kann eben in der schon geleerten Kugel jeweils das Lämpchen mit anschalten. Antonia fragt gerade, ob man über den Link direkt zur richtigen Auswahl gelangt. Warte, Antonia, ich teste es selbst nochmal, damit ich keinen Mist erzähle. Aber es müsste, sollte, könnte, dürfte eigentlich genauso sein. Ich habe den nämlich eigentlich extra hierfür erstellt. Aber ich gucke nochmal für euch mit rein, damit es auf jeden Fall genau das Richtige ist. Oh, wenn er mich jetzt lässt, ich muss gerade mal gucken, ob ich da jetzt irgendwo direkt rankomme. Hoffentlich ist bald Donnerstag. Sorry, ich lese hier gerade zufällig bei Facebook noch eure alten Kommentare von vorher. Wartet, ich muss mir einfach die Seite nochmal neu irgendwo aufmachen. Vielleicht funktioniert es dann. Es könnte jetzt aber passieren, dass ihr jetzt ganz kurz die Kommentare dann doppelt reinlaufen habt wieder. In dem Fall jetzt die von Facebook. Falls es so ist, bitte einfach ignorieren. Ja, hier komme ich jetzt aber selber dann auch an die Links dran. Warte. Die LEDs mit Fernbedienung. Genau, da müsste ausgewählt sein, Antonia, 3 cm RGBW. Das ist die erste Option von denen bei Amazon. Das sind 3 cm RGBW, also rot, gelb, blau, weiß. Ne? Das ist aber die 3 cm Variante. Die erste Variante für aktuell 17,99, das ist die richtige. Nur, dass das nochmal passt. Okay. Ja, Florian, ich bin nicht sicher, vielleicht greift da auch YouTube als Filter sozusagen ein. Ich hab deinen Kommentar jetzt hier, deinen normalen habe ich gesehen, aber vielleicht filtert da auch YouTube einmal vor. Ja, aber ich habe es nochmal nachgeklickt. Okay, so viel dazu. Das ist das eine, was ich zum Material sagen wollte. Diese Lämpchen, ja, seht es mir nach, die waren, das ist, glaube ich, klar anhand meiner Ausführungen, jetzt bei mir noch nicht im Langzeittest. Ich habe die extra dafür bestellt, weil ich sie hier unterbringen wollte. Und ich finde auch, dass sie schön hell sind. Also, dass sie auch heller sind als diese normalen LED-Teelichte, die ich sonst kenne. Wahrscheinlich einfach, weil da auch nicht nochmal irgend so ein komisches Flammending oben drauf ist. Das eine, was so sehr peniblen Menschen wie mir wieder nicht so gut gefällt, ist, dass diese LED, die ich jetzt hier anschalte für das gelbe Leuchten, die sitzt nicht perfekt in der Mitte. Das könnt ihr jetzt aber wahrscheinlich nicht sehen, weil das Leuchten einfach viel zu hell ist. Und tatsächlich, wenn es in der Kugel steht, finde ich, fällt es nicht mehr auf. Was sie noch hat, dafür kann ich hier vielleicht gerade mal nochmal das Dekor runternehmen. Vielleicht kann man es zumindest erahnen, auch wenn jetzt das alles sehr hell leuchtet. Könnt ihr sehen, dass es so ein bisschen ein Muster wirft? Das liegt so ein bisschen daran, dass diese Plastikdeckel von der LED wie so Facetten haben. Nicht geschliffen oder schick oder so, aber die sind nicht einfach rund oder glatt, sondern die sind in so einzelne Segmente unterteilt. Und solange man jetzt hier nur das Transparentpapier einsetzt, jetzt ist sie wieder rausgekugelt, sieht man diesen Facettenwurf so ein bisschen. Aber das ist was mir nur eigentlich wirklich ins Auge gefallen ist, als ich nur Transparentpapier eingesetzt hatte. Sobald man da noch eine Motivlage drauf hat und das Ding einfach irgendwo aufhängt, finde ich persönlich, es fällt nicht mehr wirklich ins Gewicht. Und mein Mann war der Meinung, das sieht sogar eigentlich ganz hübsch aus. Also
Nur so viel dazu, ich wollte es euch einfach gesagt haben, nicht, dass ihr euch wundert, wenn ihr das Ganze nachher verwendet und dann denkt, hä, irgendwie sah das im Video doch anders aus. Deshalb versuche ich das immer so ein bisschen mit dazu zu sagen. So, ich mache die Lämpchen gerade nochmal aus und das andere, was ich wie gesagt habe, ist das Papier. Da wollte ich euch einfach noch einen Tipp mitgeben und zwar habe ich eigentlich die Kugeln wieder entwickelt mit meinem Lieblingspapier zum Plotten. Das ist der Tonkarton mit 220 Gramm von Folia, den ich da normalerweise dafür benutze. Allerdings habe ich den hier nur für die roten Teile verwendet und für die goldenen Streben hier an der Seite, also für diese goldene Grundkonstruktion, habe ich dieses Papier hier benutzt. Ich mache mal das Plastik ab, dann könnt ihr es ein bisschen besser sehen. Das ist von Clairefontaine, hat 210 Gramm, ist also von der Grammatur her sehr nah an meinem Originalpapier dran. Und was mir daran besser gefällt als an dem Originalfolia, ich bin nicht sicher, ob ich euch das hier eingefangen bekomme, weil das jetzt alles hier so stark, doch, so sieht man es vielleicht, weil das Licht so stark zurückwirft. Der Goldton ist einfach ein anderer. Das ist am Ende mit Sicherheit einfach nur Geschmackssache. Oben dieses gelbere ist das Gold-Matt-Tonpapier von Folia und hier unten, das ist das von Clairefontaine, was ich euch gerade gezeigt habe. Und ich persönlich finde dass dieses Gelbe hier, ich sag ja schon gelb, das ist mir einfach zu gelb. Also ihr hört, warum ich mich für die Pollen-Variante hier unten entschieden habe. Pollen heißt die Produktlinie quasi von Clairefontaine. Ich finde den Farbton einfach schöner. Also ich finde, es ist halt nicht so gelb, es ist einfach eher Gold. Es gibt aber eine Sache, die ich euch trotzdem sagen will, nicht, dass ihr nachher enttäuscht seid, das muss man, finde ich, einfach wissen. Und zwar ist es bei dem Tonpapier von Folia so, dass das durchgefärbt ist. Heißt, wenn ich euch jetzt hier irgendwo so eine Ecke anreiße, ja, so müsste man es eigentlich sehen, dann kommt hier innen drinne, also dann hat die zwar keinen Glanz und keinen Glitter mehr, aber hier innen drinne kommt Gelb zum Vorschein. Ne? Das ist das, was man hier innen drinne sieht. So, und wenn ich das gleiche hier mit dem Papier von Clairefontaine mache, dann werdet ihr eine weiße Risskante sehen. Ja, weiß, grau, also auf jeden Fall nicht durchgefärbt. Ne? Und das ist ein bisschen, finde ich, der Nachteil bei diesem Papier. Keine Sorge, ich schmeiße es jetzt nicht wegen der einen angerissenen Ecke weg. Im Gegenteil, ich schneide da wieder die nächste Kugel draus. Aber ich wollte euch das einfach einmal im Vergleich zueinander halten, damit ihr da einfach eine informierte Entscheidung treffen könnt, was das Material ist, für das ihr euch hier entscheidet. Ihr seht hier bei dieser fertigen Kugel, hier habe ich wie gesagt das von Clairefontaine verwendet und hier habt ihr dann entsprechend eine weiße Kante. Aber da das Material so dünn trotzdem noch ist, finde ich jetzt nicht, dass die ultra störend ins Auge fällt. Also mich stört sie nicht, aber ich wollte es euch einfach sagen, dass bei dem Clairefontaine Papier eben innen drin, das ist nicht durchgefärbt und das Folia-Papier ist innen drin durchgefärbt. Aber ich finde halt, dafür ist das Clairefontaine hübscher Gold als das Folia-Papier. Ich finde, das Folia-Papier sieht im Vergleich einfach gelb aus. Gut, das war das soweit hier zu diesem Material. Papier, ach so, Transparentpapier. Ich habe jetzt keinen ganzen Bogen mit hier, aber ich habe euch das Transparentpapier, das ich hier verwende, auch mit am Video verlinkt. In der Videobeschreibung ist das Transparentpapier mit drinne. Ihr müsst dafür jetzt aber nicht extra ein spezielles Transparentpapier kaufen, wenn ihr eins zu Hause habt. Wichtig wäre nur, wenn ihr ein Transparentpapier einsetzen wollt, dass es etwas ist, was nicht zu lasch ist, zu weich. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat dieses Transparentpapier zumindest mal trotzdem 100 Gramm. Und eigentlich hat man ja trotzdem noch die Lage hier vorne dran, die das so ein bisschen fixiert. Das heißt, ne, es kann eigentlich nirgendwo hin, wenn die Lage hier vorne dran hält. Aber ich wollte es euch einfach trotzdem dazu sagen, weil umso dünner das Transparentpapier ist, denke ich immer, umso weniger hat man auch wirklich diesen Effekt mit der schönen Lichtstreuung und ja, umso durchsichtiger ist es halt einfach. Gut. Okay. Wir haben noch ein altes Thema offen und zwar habe ich noch hier unter meiner Matte liegen, ich lege das hier einmal zur Seite, unseren Klebeversuch vom letzten Mal. Der liegt noch hier und den wollte ich euch noch mal zeigen, weil wir da ja sinniert hatten, wie das ist. Wir haben für diejenigen, die das letzte Mal nicht dabei waren, geklebt mit zwei Sachen, die ich jetzt hier auch zur Hand habe. Und zwar habe ich einmal benutzt diesen Sprühkleber, transparent und permanent, und für die, die das vorher nicht mitbekommen haben, ich habe den vor allem deshalb eingesetzt,
weil da explizit draufsteht, dass man den auch einseitig verwenden kann. Bei den meisten Sprühklebern ist es nämlich so, dass man die auf beide Seiten auftragen muss. Und hier bei dem Beispiel, das ich hier mache mit dem Stern, könnt ihr schon sehen, dass es meiner Meinung nach für die meisten Sachen, die wir Bastler so machen wollen, wenig Sinn macht. Weil wenn ich jetzt hier doppelseitig verkleben müsste, um im Kontaktklebeverfahren die beiden Teile aneinander fügen zu können, müsste ich die Rückseite vom Stern einsprühen und ich müsste hier meine Unterlage, das weiße Papier, auch einsprühen. Dann hätte ich aber auf der Oberseite Kleber, wo ich keinen haben will. Deshalb habe ich mich für den Kleber entschieden, weil da die Einseitenklebung explizit draufsteht. Einseitig auftragen, Klebeteile sofort zusammenfügen und dann kann man die Position der Klebeteile kurzfristig korrigieren und die Klebung wird anschließend permanent. Und jetzt kommt das Wichtige, was ich bisher immer großzügig übergangen habe, nämlich Trocknungszeit zwischen 6 Stunden und 24 Stunden, je nach Temperatur und Material. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich erzählt habe, ich habe mit diesem Sprühkleber die Deckseiten auf mein Sternbogenprojekt draufgeklebt und auf der einen Seite haben sie toll gehalten. Also ich habe es es war der letzte Schritt, draufgeklebt, draufgeklatscht, nächsten Tag runtergekommen, auf der einen Seite hingen die Teile irgendwo, nicht da, wo ich sie haben wollte. So. Und da habe ich schon gesagt, ich glaube, der Fehler lag bei mir und das bestätigt sich hier eigentlich. Man muss, auch wenn man mit Sprühkleber arbeitet und man das Gefühl hat, ich habe das jetzt angedrückt und es klebt eigentlich sofort an Ort und Stelle, ihr müsst diese Teile beschweren. Stellt es euch so vor, wie wenn ihr mit Leim klebt. Ich habe danach ich habe mit Anna telefoniert, ich habe selbst irgendwie gegrübelt. Dann habe ich dann auch gedacht, okay, wenn ich irgendwas mit Holzleim zum Beispiel zusammenklebe, jetzt wirklich Holz, dann klebe ich ja auch nicht ein Teil ans andere, halt es 2 Minuten dran und denke dann, ja, wird schon passen, geh weg und wundere mich dann am nächsten Tag, wenn ich wiederkomme, auch nicht, wenn das Klötzchen nebendran liegt. Also ihr wisst, was ich meine. Lange Rede, kurzer Sinn. Auch bei Sprühkleber bitte die zusammengeklebten Teile beschweren, ne, damit das dann wirklich schön funktioniert. So, und ich wollte euch hier einfach nochmal den Vergleich zeigen. Achso, Achtung, das andere gute Ding, was ich da benutzt habe, ist Leim. Also ich habe es da auch damals extra beschriftet, weil ich wusste, ich vergesse es sonst. Der Stern rechts ist mit Uhu permanent festgeklebt, der Stern links mit Leim. Und den Leim habe ich auf eine spezielle Art und Weise aufgetragen. Wir können einfach mal gemeinsam in die Kiste reingucken. Ich habe hier Holzleim drin. Ich habe zum Auftragen meine Hartgummirolle verwendet und daran, dass ich jetzt hier so ein bisschen einen Film habe, sieht man auch so ein bisschen, schwitzt natürlich schon der Kleber da unten drunter raus und schlägt sich wieder nieder. Ich habe das nicht benutzt, seit wir das letzte Live hatten, aber die gute Nachricht ist, ich habe da gestern schon mal reingeguckt, es wäre sofort wieder einsatzbereit. Ich habe mir hier einfach eine Frischhaltedose gemacht, wo so ein Stück Haushaltstuch reingeschnitten ist, damit ich wie so eine Art Stempelkissen quasi habe. Das habe ich voll gemacht mit Holzleim und dann kann ich hier einfach mit meiner Hartgummirolle das Ganze von diesem Pad einmal aufnehmen und kann das benutzen, um den Stern in dem Fall mit Kleber zu versehen. Es ist also nur eine Auftragemethode. Es ist eigentlich überhaupt kein Hexenwerk, es ist nur eine alternative Auftragemethode für Leim. Und das Ergebnis ist auch super geworden. Aber in beiden Fällen, sowohl für die Leim-Variante als auch für die Uhu-Sprühkleber-Variante, war wichtig, dass ich das Ganze nach dem Ankleben beschwert habe. Bei der Leim-Variante gibt es irgendwo eine kleine Ecke, die sich gelöst hat. Das ist diese hier oben. Das liegt aber mit Sicherheit auch wieder an mir, am Anwender in dem Fall, weil ich nämlich beim Ankleben da nicht akribisch genug gearbeitet habe. Aber ich war auch noch ganz frisch mit diesem Leim-Aufrollen-Thema unterwegs. Was ich finde auch hier wieder, es hat beides was für sich, am Ende ist es Geschmackssache. Was ich bei der Leim-Variante super cool finde, ist es einfach gefühlt viel weniger Sauerei. Weil der Sprühkleber, ihr kennt das von mir, ich sprühe den Sprühkleber halt auch hier drin in meinem Bastelzimmer. Ich lüfte danach zwar gut, aber nach dem letzten Live hatte ich irgendwie trotzdem so das Gefühl, dass auf allem irgendwo so ein minimaler Hauch von Sprühkleber lag, obwohl ich das in der Kiste gemacht habe und schon versucht habe, irgendwie möglichst wenig andere Sachen dreckig zu machen. Das ist halt bei der Leimgeschichte nicht so das Thema, weil da nichts nebelt und nichts staubt und nichts irgendwo auffliegt. Man muss ihn, finde ich, trotzdem dünn auftragen. Also bei dem Leim gilt für mich, weniger ist mehr, weil wer schon mit Holzleimpapier geklebt hat, der weiß genau, der Holzleim lässt das Papier aufquellen aufgrund der Feuchtigkeit. Das heißt, man muss es wirklich dünn auftragen und dann auch glatt beschweren, so gut wie es geht, weil dann trocknet es auch glatt. Man sieht es jetzt, hatte ich damals den Eindruck, dass es sich gleich so ein bisschen geworfen hat, als ich hier diesen feuchten Stern aufgeklebt habe. Aber das ist durch das Beschweren unter der Matte einfach wieder gut geworden.
Bei dem Uhu Permanent würde ich persönlich sagen, sonst sage ich bei Kleber immer, weniger ist mehr. Bei dem sage ich persönlich, viel hilft viel. Man sieht den aber auch gut, wenn man den aufträgt. Man kann genau sehen, wo man schon hingesprüht hat und dann wirklich beschweren. Und also da löst sich gar nichts. Auch nicht von diesen feinen Kringeln hier irgendwie. Ich finde, es ist auch ziemlich sauber eigentlich getrocknet dafür. Also ich habe damals beim Experimentieren, ist mir der Stern gleich irgendwie rumgefallen, dann haben sich da schon so Blasen gezogen. Ich habe nochmal Kleber hinten drauf gehauen. Also es ist ein ziemlich ordentliches, gutes Ergebnis geworden. Das wollte ich euch einfach nochmal zeigen, weil das eben vom letzten Mal noch offen war und ich dachte, das machen wir dann heute gleich mit, dass ihr mal zu dem Thema einen aktuellen Stand habt. Und wie gesagt, hier von meiner Konstruktion mit der Dose, da bin ich nach wie vor auch ganz zufrieden, weil ich würde sagen, wie lange ist das letzte Live-Video her? Mehr als eine Woche auf jeden Fall. Und das ist ja aber auch ein realistisches Anwendungsszenario, weil es ist einfach nun mal so, dass auch wenn man solche Flächenklebungen machen will, dann macht man die ja nicht jeden Tag. Also zumindest ich nicht. Man hat dann ja doch immer andere Sachen, die dazwischen kommen, wie bei mir jetzt diese Woche der Laser und mein Beleuchtungsprojekt hier an der Kugel, wo ich ja gar keinen Kleber dafür gebraucht habe. Und deshalb wäre mir wichtig, ich habe ja damals schon gesagt, wir gucken mal, wie gut es mit dieser Kleberbox läuft, dass es auch von selbst einfach eine ganze Weile haltbar ist und dass es nicht nach 3 Tagen eingetrocknet ist. Also das hat gut geklappt. Okay, gut. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich versuche jetzt nochmal mehr über eure Kommentare zu lesen. Ha! Schalte mich nochmal zu euch zurück. Ich lese gerade Martina, die schrieb, ist die 6 cm Kugel auch beleuchtet? Martina, bisher nicht. Wartet, schalte ich euch direkt nochmal um. Bisher ist die 6 cm Kugel nicht beleuchtet. Wir können aber einmal gemeinsam in die Kugel reingucken und ihr dürft wie immer Wünsche äußern. Und zwar habe ich was Lustiges festgestellt, was eigentlich quasi mehr oder minder so eine Seitenfeststellung war. Eigentlich habe ich die Kugel, das habt ihr ja mitgekriegt, ursprünglich für diese 8 cm entwickelt und habe mir da drin auch extra Mühe gemacht, hier das Lämpchen schön unterzubringen. Tatsächlich passen diese 3 cm Lämpchen, wenn man die hier so durchstellt, ohne jedes zusätzliche Bauteil, gerade so hier in die Mitte von der Kugel rein. Das heißt, es drängt sich eigentlich fast auf, auch für diese kleinere Variante sich Gedanken über die Beleuchtung zu machen. Ich werde einfach mal ausprobieren, ob ich dieses Motiv, das ich für die größere Kugel geschnitten habe, ob das stabil genug ist, dass es auf dieser Verkleinerung von 75% für die kleine Kugel funktioniert. Aber ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Ich sage es euch ehrlich, wie es ist, das ist jetzt ausnahmsweise mal ein Zufallstreffer. Seht ihr das, dass die eigentlich die steht eigentlich perfekt da zwischendrin. Sie klemmt nicht, aber sie steht, sie kann nicht großartig hin und her wackeln. Also an und für sich könnte man die 6 cm damit dann auch noch beleuchten. Die Lichtverteilung wird wahrscheinlich nicht ganz so schön sein wie bei der großen Kugel, einfach weil weniger Raum ist und der Abstand von der LED zur Wand geringer ist. Aber ich sehe jetzt kein Argument, warum das gar nicht funktionieren soll. Und die LED geht halt ein bisschen blöder rein und raus, weil die Öffnung einfach kleiner ist. Muss man aber ein bisschen Geduld, ne, geht es trotzdem. Also das ist jetzt wieder was, wo dann manche zu mir sagen werden, für Grobmotoriker nicht geeignet, einfach weil die Öffnung halt kleiner ist. Aber es geht. Es geht wirklich. So, also machbar ist es. Das Licht nochmal anmachen. Ja, mache ich, Ulrike, warte. Licht an. Das hier ist halt jetzt nur Tonkarton, da kann man den Effekt nicht so toll sehen, ne, weil es kein Transparentpapier ist, sondern halt wirklich Tonkarton, wo das Licht nicht so schön durchfällt. Aber ich mache das Licht mal an und schiebe die Kugel gerade mal zu und mache außenrum das Licht vielleicht mal aus, damit ihr ein bisschen besser noch sehen könnt. Da kann man jetzt auch wieder, ganz lustig, da kann man jetzt dieses, was ich vorhin versucht habe zu erklären, diese Facetten von der LED auch nochmal extremer sehen. Brigitte, ich habe diese Lämpchen in der Videobeschreibung verlinkt. Guckt da bitte mal rein. Da ist es die erste, also da ist der Link zu Amazon und da sind diese Fernbedienungen mit bei. Es sind 2 Fernbedienungen bei 10 Lämpchen quasi mit dabei. Okay, Ulrike, hast du quasi gesehen, was du sehen wolltest mit dem Licht drinne? War das so das? Ah, Sandra, perfekte Frage. Wie viel Papier braucht man für eine Kugel? Wunderbar, das wollte ich euch eigentlich noch sagen. Ihr braucht für eine Kugel einen Bogen DIN A4. Das heißt, ihr braucht für eine Kugel einen halben Bogen, also ne, wir sprechen jetzt über die 8 cm, nicht über die 6 cm Kugel. Für die 6 cm Kugel ist es weniger, aber für die 8 cm Kugel braucht ihr einen halben Bogen
für die goldene tragende Konstruktion quasi und einen halben Bogen für die hier in Rot umgesetzten Teile. Das heißt, ihr kriegt aus 2 Bögen auf jeden Fall 2, bin ich jetzt gerade irre, ihr kriegt aus einem Bogen 2 Kugeln raus pro Farbe. Also ihr braucht einen Bogen Gold, einen Bogen Rot und kriegt dann 2 Kugeln. Halber Bogen Gold, halber Bogen, so wie ihr es hier gerne hättet. Es muss natürlich auch kein Gold sein, ne? Es gibt vielleicht ja auch Leute, die sagen, boah, Silberweiß feiere ich total, kann man hier auch Silber nehmen. Man kann das auch komplett in einer Farbe machen, sieht aber, finde ich persönlich, nicht ganz so schön aus, wie wenn man hier 2 Farben kombiniert. Aber es ist auch vom Materialbedarf her wirklich ultra überschaubar. Man kriegt auf den einen Bogen die Grundteile quasi für 2 Kugeln drauf. Okay. So. So, ihr Lieben. Ich würde sagen, ich gebe euch jetzt noch so einen kleinen Moment und schaue nochmal, ob ihr noch Fragen habt. Aber ansonsten wären wir für heute tatsächlich schon am Ende angekommen. Ist aber auch okay, oder? Ich finde, es muss ja nicht immer alles gleich 1:20 dauern. Ihr habt jetzt den aktuellsten Stand einmal gesehen. Ich würde euch eigentlich ganz gerne noch ein bisschen was zu meinem Laser erzählen, aber wie gesagt, das ist noch zu frisch. Das können wir vielleicht nochmal in Ruhe in einem separaten Termin machen, nur für die, die sich auch dafür interessieren. Ich lese nochmal so ein bisschen kurz über eure Kommentare. Iris schrieb vorhin mit einem Stempelkissen über den Rand. Ja, Iris, auch eine gute Idee bei der Kugel, obwohl ich bin da nicht so der Feinmotoriker, wenn es um so Stempelkissen geht. Ich hätte ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass es nachher schlimmer aussieht als vorher, wenn ich versuchen würde, den Rand umzufärben. Das andere, was mich immer noch umtreibt, ist, ich wollte hier sehr gerne alternativ zu diesem goldenen Papier mal noch Spiegelkarton benutzen. Ich hatte nämlich noch einen Spiegelkarton hier in Gold. Und auch mit Spiegelkarton sieht es meiner Meinung nach sehr schön aus, aber die meisten Spiegelkartons, die man online kaufen kann, haben eine weiße Rückseite. Und die weiße Rückseite ist hier ein Problem. Ich habe schon überlegt, wie das ginge, ob ich vielleicht stattdessen die Lagen irgendwie doppelt nehme, aber das ist alles nie so ganz ideal. Okay. Ja, Ulrike sagt, ich soll mal bei den Leser erzählen. Ulrike, machen wir, würde ich sagen, vielleicht dann mal nächste Woche oder so. Ich will jetzt diese Woche noch ein bisschen was ausprobieren. Er war 1,5 Tage da und musste dann erst nochmal zurück in die Werkstatt, weil es gleich schon Probleme gab mit dem, ihr kennt mich, ich bin halt auch sehr genau, wenn es um Genauigkeit, Akkuranz von dem Schneiderergebnis geht. Da gab es noch Schwierigkeiten. Die sind jetzt besser, sie sind noch nicht ganz gut meiner Meinung nach, aber sie sind auf jeden Fall besser. Und ich nehme euch da gerne auf jeden Fall mal mit. Das Schöne ist, das ist für mich das Schöne, ich bin noch relativ fit in diesem ganzen Laser-Thema, weil ich habe ja den Vorgänger dazu schon da und wenn man sich da einmal so ein bisschen auskennt, kennt man sich eigentlich immer aus. Und hier, so viel kann ich schon sagen, habe ich Pappelsperrholz gelasert. Und das, weshalb ich tatsächlich da im Moment echt Spaß dran habe, ist einfach, weil das in einem Durchgang durchgeht. Das ist so schön. Und dann geht es halt auch schnell. Meinen Laser, den ich vorher hatte, habe ich halt lange gar nicht benutzt, weil er einfach nicht genug Power hatte und das dann immer alles viel zu lange gedauert hat. Aber ich nehme euch da gerne mal mit, zeige mal so ein bisschen, was ich damit mache. Ich mache auch in Zukunft mit Sicherheit noch mehr damit, wenn ich mich jetzt so ein bisschen eingegroovt habe mit dem Teil. Aber keine Sorge, darüber werden die anderen Plotter-Projekte natürlich nicht vergessen. Und da wir am Donnerstag Bastelabend haben, klemme ich mich jetzt auch erst nochmal an das Kugelprojekt. Ich freue mich sehr, dass euch die Kugel gefallen hat, so wie sie ist. Mit der Beleuchtung drinne, dass ihr damit schon ganz glücklich wart, bin ich auch glücklich drüber. Ihr dürftet, wenn ihr wolltet, euch noch mehr Motive wünschen. Wartet mal, ich mache hier nochmal dunkler zumindest. So. Ich würde es wieder schön finden, aber das bin jetzt wieder nur ich, deshalb wäre ganz spannend, was ihr dazu sagt, wenn es halt auch noch unterschiedliche Motive gäbe. Wundert euch nicht, warum das jetzt hinten so hell leuchtet, weil ich das noch nicht wieder zugemacht habe. Wieder Thema, für mich gedanklich Thema Adventskalender. Wenn man jetzt doch einen Adventskalender daraus machen möchte und mehrere Kugeln kombinieren will, finde ich erstens, sie müssen nicht alle leuchten, das ist halt so ein bisschen Geschmackssache. Sie dürfen unterschiedliche Größen haben, aber sie dürfen für mich auch ein bisschen unterschiedliche Motive haben. Und ich war noch nicht sicher, wie viele unterschiedliche Motive. Das eine, was man da auch dazu sagen muss, ich halte sie euch gerade noch mal so ein bisschen ran, sie ist halt, der Platz ist nicht riesig, ne? Das heißt, ich kann da kein Riesenmotiv mit 583 Details drauf machen, das geht nicht, weil ich den Platz auf dem Seitenstreifen einfach nicht habe, aber man könnte schon noch ein paar unterschiedliche,
Ich muss immer noch über mich lachen. Ich bin immer noch so unfähig mit der Richtung von der Kamera. Man könnte schon noch ein paar unterschiedliche Motive dafür vielleicht machen. Dürft ihr gerne auch noch mal Wünsche äußern. Was euch da vielleicht noch einfällt, wie viele es sein sollten. Ich würde jetzt aus dem Bauch raus sagen, vielleicht 6 unterschiedliche Motive. Mal gucken. So. Ulrike schreibt, die Kugel ist toll. Danke, Ulrike, das freut mich. Das freut mich sehr. Gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann, ja, doch, ich lese gerade noch schnell was. 2 bis 3 Motive mehr. Ja, genau, können Sie sich schon vorstellen, die Petra. Vögelchen, spannend. Sterne, ja, vielleicht auch Sterne einfach nochmal in einer anderen Variante, ne? Und vielleicht, darüber hatte ich auch nachgedacht, aber damit kann ich euch jetzt wahrscheinlich gerade nicht mehr begeistern, weil ich kenne euch, ihr habt jetzt Bock auf Beleuchtung. Wenn man doch sagt, man macht auch ein paar, die man dazu kombiniert, die man nicht beleuchtet. Ich denke da jetzt einfach so. Ich habe euch vorhin gesagt, bei diesen LEDs, in einem Pack sind 10 Stück. Wenn ich also einen ganzen Adventskalender damit beleuchten will, brauche ich 3 Packs. Hätte ich 24 LEDs, hätte ich 6 übrig. Oder ich sage in Gottes Namen, es müssen ja nicht alle leuchten, es reicht, wenn ein Teil davon leuchtet, dann müsste ich mir noch was einfallen lassen für die, die nicht leuchten. Und auch da könnte ich mir wieder vorstellen, auch hier könnte man doch einfach bei der geschlossenen Variante mit dem Vollquill zum Beispiel ein hübsches Motiv drauf malen. Oder mit den Gelstiften, das muss ja nicht immer gleich der Vollquill sein. Mal gucken. Also eins nach dem anderen. Ich versuche jetzt erstmal dieses Grundbeleuchtungsthema mit dem Zwischenboden für euch fertig zu kriegen. Und dann machen wir uns nochmal Gedanken über unterschiedliche Dekore. So, ich sag euch, wie immer, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für die Rückmeldung. Das tut mir immer unheimlich gut. Es motiviert mich einerseits, direkt weiterzumachen und mich direkt nochmal dran zu klemmen. Und ich kriege auch immer so ein bisschen die Idee, was euch vielleicht noch gefallen könnte, was ich da noch irgendwie passend dazu machen könnte und mich so projekttechnisch so ein bisschen zu organisieren und zu strukturieren. Deshalb ist es immer sehr schön, wenn ihr mir hier Rückmeldung gibt. Das hilft mir immer sehr. Also, vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, ich entlasse euch in den Rest des Sonntagsabends. Genießt ihn noch, erholt euch ein bisschen. Das werde ich jetzt auch machen. Ich glaube, ich gehe jetzt für heute auf die Couch. Und dann hole ich doch wieder das Laptop raus und mache gleich noch was, weil ihr mich auf eine Idee gebracht habt. Aber egal, ich gehe da wahrscheinlich gleich nochmal dran. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Die Clubis sehe ich am Donnerstagabend. Wie ich es nächste Woche mit dem Live-Gehen mache, weiß ich tatsächlich noch nicht ganz genau, weil ich nicht sicher bin, weil wir am Donnerstagabend eben den Bastelabend haben. Also vielleicht dann eher der Freitag, ne, nach dem Bastelabend, dass ich am Freitag oder dann halt wieder zum Wochenende hin, sage ich aber wieder Bescheid. Ich werde eine Ankündigung auf Facebook wieder machen und ich werde auch endlich versuchen, es vielleicht auch mal nochmal über den Newsletter zu verteilen, weil ich es immer so schön finde, wenn auch ein paar von euch wirklich live dabei sind und ich weiß, dass man diese Benachrichtigungen nicht immer unbedingt mitbekommt. So. Gut. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und hoffentlich bis nächste Woche.